Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Ich stehe jetzt gerade hier in unserer Wiese. Hier stehen aktuell 8 Stuten, wie man hier sieht. Hier vorne kommt schon Pipilotta angelaufen. Da hinten links, das ist Gonni. Vorne ist Rambling Rose, dann die Fuchsschecke Gusje. Da links daneben steht Veni und ganz oben Hadassa, Pinkie Pie, Tweety und Lucy. Das sind jetzt alles Stuten, die aktuell kein Fohlen bei Fuß haben. Die Stuten mit Fohlen, beziehungsweise die Fohlen stehen schon auf unserer Stallwiese. Also die stehen halt nachts schon drin aktuell, weil es einfach vom Wetter her im Moment so blöd ist. Und es ist immer abwechselnd warm, kalt, nass. Die regnen nass. Die Fohlen haben schon super viel Fell. Dann schwitzen die, weil es dann plötzlich 17 Grad ist. Dann regnen sie wieder nass. Dann ist es nachts kalt. Und deswegen haben wir die jetzt im Moment nachts im Stall stehen. Kommt gerade Pipilotta, unser Mähnenwunder, angelaufen. Ja, deswegen stehen nur noch die Stuten ohne Fohlen jetzt aktuell hier draußen. Die haben aber auch hier, ich will auch mal zeigen, hier einen Offenstall, einen Unterstand, wo sie reingehen können. Und halt da hinten rüber geht es noch einige 100 Meter weiter. Die Wiese, die ist 2,5 Hektar groß. Die haben also ganz viel Platz. Ja, aktuell in diesem Video geht es aber um die Gonni. Vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufgefallen. Die hat ja eigentlich den Yoshi, das Fohlen bei Fuß. Wir haben Gonni ja, sieht man auch in einem der vorigen Videos, im Juli in Holland gekauft. Da war Yoshi ja gerade geboren. Also ich hatte sie eigentlich hochtragend gekauft. Wir haben sie aber dann in Holland abfohlen lassen, damit halt das Fohlen da noch geboren wird und sie dann nicht so einen Stress hat. Ich werde hier gerade wieder so ein bisschen von Pipilotta belagert. Damit sie halt nicht so einen Stress hat, haben wir sie da halt noch abfohlen lassen und haben dann sie mit dem Fohlen, als das Fohlen dann 2 Wochen alt war, halt abgeholt. Und von Anfang an war es ja ein bisschen schwierig mit dem Fohlen. Da hatte ich auch ein Video zu gemacht. Der hat direkt nach der Geburt schon schlecht getrunken. Die Züchter, also die Vorbesitzer, haben dann auch den Tierarzt da gehabt und haben auch mit dem gesprochen, ob sie in die Klinik fahren sollen. Haben ihn dann 1,5 Tage mit der Flasche gefüttert und dann hat er aber angefangen, eigentlich problemlos zu trinken. Und wir haben ihn dann ganz fit und munter eigentlich abgeholt. So, dann war er ungefähr eine Woche hier. Dann fing das wieder an, dass er halt schlapper wurde, dass er nicht getrunken hat bei der Mutter. Man sah halt, das Euter ist voll, dass er jetzt ein paar Stunden nicht dran war. Wir haben dann die Stute abgemolken eine ganze Zeit lang, haben ihn mit der Flasche gefüttert, wirklich alle 2 Stunden. Irgendwann haben wir ihn dann dabei erwischt, dass er doch wieder bei Mama trinkt. Okay, dann haben wir das Abmelken wieder eingestellt, haben ihn so wieder trinken lassen. Dann ging das wieder eine Zeit lang, 2 Wochen später das gleiche Spiel von vorne. Er hat wieder nicht getrunken, wir haben ihn wieder die Stute abgemolken, bis wir dann irgendwann nach dem 3. Mal gesagt haben, da war er 6 Wochen alt, okay, das kann es jetzt irgendwie auf die Dauer auch nicht sein, und haben dann einfach eine Fohlenmilch zugekauft und haben dann ihn einfach mit der Flasche gefüttert, also mit dieser angerührten Fohlenmilch, weil halt einfach uns das zu anstrengend auch für die Stute war, die ständig abzumelken. Das ist halt auch ein mega Zeitaufwand. Deswegen haben wir ihm dann einfach Milchpulver gekauft, haben ihm immer zusätzlich eine Schüssel angeboten. Er hat weiterhin bei der Mutter getrunken und zusätzlich halt einfach immer aus der Schüssel. Mal mehr, mal weniger. Mal hat er 300 Milliliter in einem weggetrunken, mal hat er nur ein Viertel getrunken, weil er halt vorher scheinbar bei der Mutter war. Also ganz unterschiedlich. Bei alledem muss man sagen, die Stute war echt unglaublich. Also obwohl der wirklich da so Schwierigkeiten gemacht hat, die hat sich immer mega um den gekümmert. Die hat immer auf den aufgepasst, abmelken. Die hat das echt alles so. Es war überhaupt kein Problem, sie abzumelken. Die hat da wirklich ganz problemlos alles über sich ergehen lassen, muss man mal so sagen, und war da wirklich super brav. Und zwischendurch haben die immer mal wieder alleine gestanden auf dem Paddock, damit er halt auch die Mama nicht verliert, weil das war auch immer so ein ganz kleines Problem, dass er halt zwischendrin so ein bisschen orientierungslos war und irgendwo rumgelaufen ist auf der Wiese, nur nicht bei seiner Mama. Das war auch immer so ein kleines Problem, dass er wirklich orientierungslos war. Also man hatte zwischendurch, klappte das total gut. Er ist hinter der Mama hergetrappt und hergaloppiert und plötzlich hat er dann wieder so eine Phase, wo man gedacht hat, okay, irgendwas stimmt jetzt nicht. Irgendwann haben wir dann allerdings beobachten können, dass er von der Symptomatik her Krampfanfälle, also epileptische Anfälle bekommen hat. Ich kannte das von der Symptomatik her, also von dem Bild her, wie das aussieht, einfach aus meinem Job, aus dem Krankenhaus, aus der Notaufnahme, dass ich halt weiß, wie es beim Menschen aussieht, und es war bei ihm einfach ähnlich. Also er steht wirklich irgendwo ganz relaxed, plötzlich ist er umgefallen, hat halt so 10 bis 15 Sekunden gekrampft, also den Kopf nach hinten gestreckt, das Maul so aufgesperrt, die Beine so weggestreckt, so ein bisschen gezuckt, und dann war das wieder weg. Also 10 Sekunden und dann war er wieder normal, ist aber danach, immer nach diesen Anfällen, hat er halt diese Phasen gehabt, wo er dann so orientierungslos rumgelaufen ist. Jetzt wird hier gerade von Veni besucht. Hallo Veni. Man sieht nur Schopf. Dass er dann so orientierungslos rumgelaufen ist.
Und das ist eigentlich auch normal bei Krampfanfällen. Also diese Phase, postiktale Phase nennt man das auch bei Menschen, dass viele dann nachher so ein bisschen schläfrig sind und müde und so ein bisschen durcheinander. Das gibt es bei Menschen halt auch. Und deswegen haben wir dann den Tierarzt angerufen. Wir haben natürlich, klar, der Anfall hat immer jeweils nur ein paar Sekunden gedauert. Wir könnten natürlich in der Zeit jetzt nicht dann den Tierarzt da haben. Wir haben es einmal filmen können auch und ja, habe dann mit dem Tierarzt gesprochen. Der hat halt gemeint, das ist eine extrem seltene Epilepsie bei Pferden. Also er hat das wirklich ganz selten nur gesehen, vor allem bei so jungen Fohlen. Und er scheint es ja von Geburt an das Problem gehabt zu haben, weil er ja direkt nach der Geburt so schlecht getrunken hat und auch das Problem hatte, dass er da schon nicht hinter der Mutter hergelaufen ist, sondern dass die Mutter ihn immer verfolgen musste. Gerade hier nochmal zu Pipilotta, dass die Mutter ihn da verfolgen musste. Und daraufhin haben wir dann auch uns informiert und verschiedene Tierärzte angerufen. Es gibt wohl eine Epilepsie, eine erblich bedingte bei Arabern hauptsächlich. Bei Araberfohlen, da ist es wohl erblich bedingt. Die haben das wohl relativ häufig. Das stellt man dann mit Medikamenten ein und das ist dann in der Regel nach 6 Monaten weg. Also dann verwechselt sich das und die haben dann keine Probleme mehr damit. Wir haben dann so ein bisschen darauf gehofft, dass es bei Yoshi vielleicht auch so ist, dass es einfach diese juvenile Epilepsie ist wie bei den Arabern und sich das dann vielleicht auch verwechselt oder wir ihn auf Medikamente einstellen. Das Problem war nur die Medikamentendosierung, weil niemand Erfahrung damit hatte, wie es ist, bei so einem kleinen, vor allem leichten, der wog ja nur 15, 20 Kilo, Mini-Shetty-Fohlen, wie man die Medikamente dosiert. Daraufhin haben wir dann verschiedene Tierärzte versucht zu kontaktieren oder haben die kontaktiert, die einmal ein Tierarzt, der auf Epilepsie bei Hunden spezialisiert ist, bei Hunden und Katzen, der uns dann halt geraten hat, einfach quasi die Kleintierdosis so ein bisschen umzurechnen und auch 2 Tierärztinnen, einmal in, ich glaube Berlin war es und einmal in Wien, die sich mit Epilepsie bei Pferden auskennen. Und so richtig helfen konnte uns aber niemand, weil es auch so ein bisschen untypisch war. Wir haben aber alle von vornherein gesagt, dass die Prognose eher sehr schlecht ist. Also dass sie nicht glauben, dass er damit gesund und gut groß werden kann. Er war dann irgendwann auch wieder etwas fitter, stand halt hier immer bei uns zu Hause hier auf der Wiese, dass ich ihn halt gut im Blick haben konnte, immer mit der Mutter zusammen. Immer wenn es ihm gerade ein bisschen schlechter geht, haben wir sie halt ein bisschen separiert, weil er halt auch, also schlimm war halt immer diese orientierungslose Phase, wo er einfach irgendwo hingelaufen ist. Der wäre halt auch einfach durch den Zaun gegangen, wenn da jetzt kein fester Zaun ist und irgendwo hingelaufen, hätte nicht mehr zurückgefunden. Deswegen haben wir ihn immer geguckt, dass wir ihn hinter einem festen Zaun haben, wo er halt einfach nicht rausplumpsen kann. Er ist tatsächlich einmal war er auf der Bachwiese und ist dann den Bachfluss abwärts gelaufen. Da mussten wir ihn wieder suchen. Danach standen die halt wirklich nur noch in einem festen Zaun, ohne Wasser, ohne irgendwas, wo er halt auf keinen Fall irgendwie verloren gehen kann. Wie gesagt, die Stute hat da echt immer super brav mitgemacht. Die musste da halt auch, die hat halt auch immer so ein bisschen, ja, nicht leiden müssen, aber konnte jetzt nicht komplett in der Riesenwiese mit den anderen in der Herde mitlaufen. Ja, dann vor 3 Wochen ungefähr oder ja, vor fast 4 Wochen jetzt schon, war es dann aber so, dass es ihm wieder so ein bisschen schlechter ging. Wir waren dann mittags, sind wir nochmal mit der Schüssel hier rübergegangen. Da war es noch, zu einem Zeitpunkt war es noch sehr warm, nicht so herbstlich wie jetzt. Wieder mit der Schüssel hier rübergegangen, wollten ihn füttern und dann lag er da hinten so unter den Bäumen im Schatten. Es war, wie gesagt, recht warm an dem Tag und hat geschlafen und war recht schlapp. Wollte auch nicht aufstehen, als wir gekommen sind, wollte auch nicht trinken, auch nicht aus der Schüssel. Man muss dazu sagen, er hat immer ein bisschen komisches Trinkverhalten auch gezeigt. Also der hat nie richtig gut saugen können, auch bei der Mutter nicht. Immer kurz getrunken, wieder abgesetzt, wieder angesetzt. Also auch aus der Schüssel. Er hat ganz komisch getrunken, aber es hat funktioniert. Also er hat sich so arrangiert. Und da wollte er aber gar nicht trinken. Daraufhin haben wir dann nochmal den Tierarzt angerufen und haben halt gesagt, okay, was machen wir jetzt? Was muten wir ihm auch noch zu, weil es ja immer so ein Auf und Ab war. Ihm ging es besser, ihm ging es schlechter, ihm ging es besser, ihm ging es schlechter. Es war ja irgendwie immer ein Auf und Ab und er war jetzt nie von seiner Art her wie ein gesundes Fohlen. Also der ist nie rumgelaufen, hat gespielt oder so. Der hat viel gestanden. Klar, wenn die Mutter getrabt ist, ist er mitgetrabt, aber nie von alleine, dass er mal alleine irgendwie sich in Bewegung gesetzt hätte oder so. Und dann haben wir halt den Tierarzt angerufen, haben ihm auch nochmal Infusionen gegeben, weil wir gesagt haben, wir geben ihm nochmal die Chance, wenn er jetzt anfängt zu trinken, dann probieren wir es weiter und wir machen da alles. Und auf jeden Fall war es aber so, dass er nicht mehr angefangen hat zu trinken und einfach dann kurze Zeit später einfach so, wie er da gelegen hat und geschlafen hat, friedlich eingeschlafen ist und dann gestorben ist. Also er lag noch genauso im Schatten unter diesem Baum, die Ponys standen alle drumrum. Die Mutter auch, die hat mega getrauert, also es war richtig schlimm. Wir haben ihr das Fohlen erst nach einem Tag quasi weggenommen, also wir haben ihn noch
ihr noch einen Tag gegeben, sich vom Fohlen zu verabschieden, mussten ihn dann aber natürlich irgendwann einfach aus der Wiese rausnehmen. Und die hat so getrauert, also die hat die ganze Zeit aufgepasst an der Stelle, wo er halt noch lag. Und als ich den dann weggenommen habe, ist er halt wiehernd hinter mir her galoppiert und hat ihn halt gesucht. Und auch die nächsten 2 Tage, wenn ich zur Wiese gekommen bin, ist er immer direkt wiehernd auf mich zugaloppiert, weil sie gedacht hat, boah, vielleicht bringt die mir den jetzt wieder mit. Also es war richtig schlimm. Die hat richtig getrauert, obwohl, wie gesagt, sie halt auch gemerkt hat wahrscheinlich, dass der krank ist und wir ihn auch nicht sofort weggenommen haben, dass sie halt einfach noch Zeit hatte, sich zu verabschieden. Aber die ist halt so eine totale Übermutter und ist da total drin aufgegangen mit diesen Fohlen und es war richtig schlimm. Also das hat schon echt 2 Tage gedauert und das ist immer wirklich herzzerreißend. Also das ist eigentlich immer fast das Schlimmste an der ganzen Sache, wenn die Mütter da so extrem trauern. Ja, mittlerweile geht es ihr aber wieder gut, wie man hier sieht. Sie ist gesund und munter. Sie ist ja auch nicht tragend für nächstes Jahr. Ich habe sie ja nicht decken lassen, halt aufgrund dessen, dass das Fohlen nicht so fit war und wir das Fohlen auf keinen Fall in eine Hengstherde stellen wollten, sondern die beiden besser im Auge behalten wollten. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir sie nächstes Jahr dann zum Hengst stellen können und sie dann ein gesundes Fohlen bekommt, dass sie dann großziehen darf und einfach mit den anderen in der Herde mitlaufen darf. Ja, da wollte ich euch nur mal schnell so auf den neuesten Stand bringen, weil doch einige auch immer gefragt hatten, was aus ihm geworden ist. Aus dem Yoshi hieß er ja dann. Ich hatte ja noch ein Namensvideo zu ihm gemacht. Sie hat sich aber auch hier einen schönen Knoten in die Mähne gemacht. Wieder einsprühen und entwirren, was aus ihm geworden ist. Und deswegen wollte ich euch da einmal auf den neuesten Stand bringen. Und Vini schmeißt hier gleich den Zaun um. Und sie jetzt auch, die Gus hier. Ja, genau. Es hat also leider ein trauriges Ende irgendwo genommen. Es war ein bisschen abzusehen. Also wir hatten schon damit gerechnet, dass es vielleicht kein gutes Ende nehmen wird. Allerdings hatte sich gerade ein paar Tage vorher was total Cooles ergeben. Und zwar war eine Freundin zu Besuch und hatte den Kleinen gesehen und hatte sich direkt spontan in den verliebt und hätte ihn gern übernommen mit all seinen Krankheiten und Macken und so weiter. Und die hatten auch nochmal versucht, sich mit Tierärzten da eine Lösung zu finden, weil die da auch ganz gut vernetzt sind und so weiter. Die hätten sich da also wirklich super gekümmert. Er hätte hier bei uns bleiben können und hätte einfach so, wie es halt funktioniert, einfach hier ein schönes Leben führen können. Aber leider ein paar Tage später, wie gesagt, hat er sich dann so arg verschlechtert, dass es halt wirklich nicht mehr ging. Das war halt wirklich nochmal doppelt tragisch dann irgendwie. Ich muss nochmal Pippi Lotta filmen, die ist einfach so schön. Das war dann irgendwie doppelt tragisch, und traurig und überhaupt. Und mir ist es dann auch schwer gefallen, ihr dann Bescheid zu sagen, dass er jetzt halt gestorben ist. Und weil die sich schon auch sehr in ihn verliebt hatte. War alles sehr unschön. Aber wie gesagt, jetzt geht es allen gut. Im Moment geht es allen Ponys gut, keine Krankheitsausfälle. Und ja, Mama geht es auch wieder gut, die ist auch ganz happy. Ne? Ja, ist halt wirklich eine super liebe Stute. Ich mag die total. Also alleine dadurch, wie die sich um dieses Fohlen gekümmert hat, echt unglaublich. Und diesen Knoten, den muss ich aber mal rausmachen. Raussortieren. Schön. Super. Passiert halt, wenn die sich gegenseitig die Mähnen kraulen. Dann schuppern die Mähne so hoch und dann verknotet die irgendwann. Aber da muss erst ordentlich Mähnenspray rein, bevor ich es rausmache, damit kein Haar verloren geht. Ja, das Video ist jetzt doch etwas länger geworden. Ich hoffe aber, euch hat es gefallen. Und ich wollte euch da einfach auf den neuesten Stand bringen. Ich zeige euch ja immer alle Neuigkeiten, die es so bei uns gibt. So in unserem täglichen Pony-Wahnsinn. Die anderen gucken jetzt auch mal, was hier so los ist. Kriegen alle schon ihre dicken Fohlenbäuche. Man sieht es schon da, Lucy Tweety, rechts und links, wie die Bäuche wachsen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald.